Willkommen zum dritten Modul unserer AI Act-Schulung. Nachdem wir in den ersten beiden Modulen einen Überblick gewonnen haben, was keine AI im Sinne des AI Actes ist und was verboten ist, steigen wir nun tiefer in die Materie ein. Wir kommen nun zu einem der umfangreichsten und komplexesten Teile des AI Act, den Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme. Wenn Ihre Systeme in diese Kategorie fallen, erwarten Sie die strengsten Compliance-Anforderungen der gesamten Verordnung. Aber keine Sorge, ich werde Ihnen zeigen, dass diese Anforderungen zwar anspruchsvoll sind, aber mit etwas Übung auch absolut bewältigbar sind. Versuchen wir gemeinsam zunächst das Grundkonzept der Hochrisikoregulierung zu verstehen. Hochrisiko-KI-Systeme sind zwar nicht verboten, aber sie unterliegen einem umfassenden Regulierungsregime. Die EU verfolgt hier einen Ansatz, den wir bereits aus anderen Bereichen wie dem Cyber Resilience Act oder von Medizinprodukten oder aus der Luftfahrt kennen. Produkte mit hohem Gefährdungspotenzial dürfen auf den Markt, müssen aber strenge Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen. Die Anforderungen zielen darauf ab, Risiken zu minimieren, Transparenz zu schaffen und menschliche Kontrolle sicherzustellen. Sie betreffen den gesamten Lebenszyklus des KI-Systems, von der Entwicklung über die Bereitstellung bis zur Außerbetriebnahme. Die grundsätzliche Architektur der Anforderungen an den Lebenszyklus. Die Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme sind in den Artikeln 9 bis 15 des AI Act festgelegt. Lassen Sie mich Ihnen zunächst einen einfachen Überblick geben, bevor wir in die Details gehen. Artikel 9 fordert ein Risikomanagementsystem. Artikel 10 regelt Daten und Data Governance. Artikel 11 und 12 befassen sich mit technischer Dokumentation und Aufzeichnungen. Artikel 13 verlangt Transparenz und Bereitstellung von Informationen. Artikel 14 fordert menschliche Aufsicht. Und Artikel 15 schließlich verlangt Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit. Zusätzlich müssen Provider ein Qualitätsmanagementsystem nach Artikel 17 implementieren und verschiedene weitere Pflichten erfüllen. Das klingt nach viel, und das ist es auch. Aber jede einzelne Anforderung hat ihren Sinn und trägt zur Sicherheit des Gesamtsystems bei. Das Risikomanagementsystem ist Ihr grundlegendes Steuerungsinstrument. Beginnen wir also mit Artikel 9, also den generischen Anforderungen an das Risikomanagementsystem. Dabei handelt es sich um keine einmalige Übung, sondern einen kontinuierlichen, iterativen Prozess über den gesamten Lebenszyklus des Systems. Was muss Ihr Risikomanagementsystem leisten? Prinzipiell muss es alle bekannten und vernünftigerweise vorhersehbaren Risiken für Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte identifizieren. Dabei müssen Sie sowohl die bestimmungsgemäße Verwendung als auch vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen berücksichtigen. Lassen Sie mich das einfach mit Beispielen konkretisieren. Wenn Sie ein KI-System für Kreditentscheidungen entwickeln, müssen Sie nicht nur das Diskriminierungsrisiko bei normaler Nutzung bewerten. Sie müssen zum Beispiel auch überlegen: Was passiert, wenn ein Mitarbeiter die Schwellenwerte manipuliert? Was, wenn fehlerhafte Daten eingegeben werden? Was, wenn das System für andere Zwecke zweckentfremdet wird? Und je nach konkreterem Ziel des Systems stellen sich gegebenenfalls weitere Fragen. Ihr Risikomanagementsystem muss 4 Kernschritte umfassen. Erstens: Identifikation und Analyse der Risiken. Sie müssen systematisch alle Risiken erfassen, die mit Ihrem System verbunden sind. Zweitens: Bewertung der Risiken. Welche Eintrittswahrscheinlichkeit haben Sie? Welches Schadenspotenzial? Hier können Sie auf etablierte Methoden wie Risikomatrizen zurückgreifen. Drittens: Evaluierung der Risiken nach Artikel 10, also nachdem Sie Ihre Trainings-, Validierungs- und Testdaten überprüft haben. Die Datenqualität hat enormen Einfluss auf die Risiken. Viertens: Adaption von Risikomanagementmaßnahmen. Das ist der kritische Schritt. Sie müssen konkrete Maßnahmen ergreifen, um identifizierte Risiken auf ein akzeptables Niveau zu reduzieren. Reden wir über die Residualrisiken und deren Kommunikation. Ein wichtiger Punkt, der oft übersehen wird. Nicht alle Risiken können eliminiert werden. Es werden immer Residualrisiken bleiben.
Der AI Act akzeptiert das, fordert aber, dass Sie diese Residualrisiken klar kommunizieren. In Ihrer Gebrauchsanweisung müssen Sie explizit auf verbleibende Risiken hinweisen. Wenn Ihr Recruiting-System trotz aller Maßnahmen ein Restrisiko von Gender Bias hat, müssen Sie das offenlegen. Der Nutzer muss informierte Entscheidungen treffen können. Sie kennen den Spruch: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ob es nun Absicht oder nur Nachlässigkeit war, spielt zunächst keine Rolle. Gehen wir nun über zum Thema Daten und Data Governance, dem Fundament der KI-Qualität. Damit sind wir bei Artikel 10, den Anforderungen an Trainingsdaten. Die EU hat erkannt: Garbage in, Garbage out. Die Qualität ihrer KI hängt fundamental von der Qualität ihrer Daten ab. Ihre Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze müssen relevant, repräsentativ, fehlerfrei und vollständig sein, soweit dies möglich ist. Die Formulierung „soweit möglich“ gibt Ihnen etwas Spielraum, aber erwarten Sie nicht zu viel Nachsicht von den Behörden. Relevant bedeutet, die Daten müssen zum Anwendungszweck passen. Wenn Sie ein System für den deutschen Markt entwickeln, sollten Ihre Trainingsdaten auch deutsche Verhältnisse widerspiegeln. Repräsentativ heißt, die Daten müssen die Zielpopulation angemessen abbilden. Wenn Ihr System für alle Altersgruppen gedacht ist, dürfen die Trainingsdaten nicht nur 20- bis 30-Jährige enthalten. Der Umgang mit Bias in Daten. Ein zentrales Thema ist Biasvermeidung. Artikel 10 fordert explizit, dass Sie Maßnahmen ergreifen, um Verzerrungen zu erkennen, zu verhindern und zu mindern. Das ist leichter gesagt als getan. Bias kann sich auf vielen Ebenen einschleichen. Historische Daten reflektieren oft vergangene Diskriminierung. Wenn Frauen in der Vergangenheit seltener Führungspositionen erhielten, lernt ihre KI möglicherweise, dass Frauen weniger geeignet sind. Sie müssen aktiv gegensteuern. Der AI Act erlaubt Ihnen sogar, unter strengen Bedingungen besondere Kategorien personenbezogener Daten zu verarbeiten, wenn dies zur Biaserkennung notwendig ist. Das ist eine Ausnahme vom strengen DSGVO-Regime. Nutzen Sie sie weise. Reden wir eine technische Dokumentation, die die notwendige Transparenz für Behörden liefert. Artikel 11 verlangt eine umfassende technische Dokumentation. Diese muss vor dem Inverkehrbringen erstellt werden und kontinuierlich aktualisiert werden. Der Umfang ist in Anhang 4 detailliert festgelegt und er ist beträchtlich. Sie müssen das System beschreiben, seinen Zweck, die Entwicklungsmethoden, die Architektur, die verwendeten Daten, das Training, die Tests, die Leistungsmetriken, die Liste ist lang. Rechnen Sie mit einem Dokument von mehreren hundert Seiten für ein komplexes System. Die Dokumentation dient zwei Zwecken. Sie ermöglicht den Behörden, ihre Compliance zu überprüfen, und sie zwingt sie, systematisch über ihr System nachzudenken. Viele Probleme werden während der Dokumentation entdeckt. Daher sollte man diese Verpflichtung nicht als lästige Bürde, sondern als Gelegenheit nutzen, alle Aspekte belastbar und frei von anfänglicher Begeisterung zu diskutieren. Die Diskussion, den Verlauf und die entsprechenden Entscheidungen sollten Sie unabhängig von der offiziellen Dokumentation in Ihren eigenen Unterlagen protokollieren. Logging und Aufzeichnungen, die Blackbox des KI-Systems. Artikel 12 fordert automatische Aufzeichnungsfunktionen, Logging. Ihr System muss Ereignisse protokollieren, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Bei Problemen müssen Sie rekonstruieren können, was passiert ist. Mindestens müssen Sie aufzeichnen: Zeitpunkt der Nutzung, die Referenzdatenbank, die Eingabedaten, die Identifikation der natürlichen Personen, die das System genutzt haben. Diese Logs müssen mindestens 6 Monate aufbewahrt werden, bei bestimmten Systemen länger. Datenschutzrechtlich ist das heikel. Sie protokollieren möglicherweise personenbezogene Daten. Sie müssen einen Balanceakt zwischen AI Act Compliance und Datenschutzgrundverordnung Compliance vollführen. Dokumentieren Sie Ihre Abwägungen sorgfältig. Reden wir über die Gebrauchsanweisung. Artikel 13 verlangt Transparenz gegenüber den Nutzern Ihres Systems. Sie müssen klare, verständliche Informationen bereitstellen, die berühmte Gebrauchsanweisung. Diese muss enthalten Identität und Kontaktdaten des Providers, Merkmale und Fähigkeiten des Systems, Leistungsniveau, Grenzen,
potenzielle Risiken, Änderungen, erwartete Lebensdauer, notwendige menschliche Aufsicht und vieles mehr. Die Kunst liegt darin, technisch korrekt und gleichzeitig verständlich zu sein. Ihre Nutzer sind möglicherweise keine KI-Experten. Sie müssen die Balance zwischen Vollständigkeit und Verständlichkeit finden. Artikel 14 ist einer der wichtigsten. Es geht um menschliche Aufsicht und Verantwortung. Ihr System muss so gestaltet sein, dass Menschen es effektiv überwachen und bei Bedarf eingreifen können. Das bedeutet konkret: Die Aufsichtsperson muss die Fähigkeiten und Grenzen des Systems verstehen. Sie muss die Outputs interpretieren können. Sie muss Anzeichen für Fehlfunktionen erkennen können. Und sie muss das System stoppen oder übergehen können, der berühmte Kill-Switch. Für die Praxis heißt das, Sie brauchen nicht nur technische Maßnahmen, sondern auch organisatorische. Und sie müssen für sich folgende Fragen beantworten: Wer überwacht das System? Welche Qualifikation braucht diese Person? Wie wird sie geschult? Wie wird sichergestellt, dass sie nicht blind den KI-Empfehlungen folgt? Wie werden Interessenkonflikte verhindert? Diese und weitere technisch-organisatorische Maßnahmen sollten genau dokumentiert werden. Damit sind wir beim Thema Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit Ihres KI-Systems. Artikel 15 fasst 3 technische Kernforderungen zusammen. Erstens, Genauigkeit. Ihr System muss das in der Gebrauchsanweisung angegebene Leistungsniveau erreichen. Wenn Sie 95% Genauigkeit versprechen, müssen Sie die auch liefern. Zweitens, Robustheit. Das System muss resilient gegen Fehler und Störungen sein. Es sollte sogenannte Graceful Degradation zeigen, also bei Problemen kontrolliert ausfallen, nicht chaotisch zusammenbrechen. Drittens, Cybersicherheit. Ihr System muss gegen Angriffe geschützt sein, sowohl gegen traditionelle Cyberangriffe als auch gegen KI-spezifische Angriffe wie Prompt Injection, Adversarial Examples oder Model Extraction, aber auch Angriffe über die Wertschöpfungskette, also den Objekten der Bill of Materials, wie zum Beispiel Model Context Protocol Server. Wie muss nun das übergreifende Qualitätsmanagementsystem, also der organisatorische Überbau, aussehen? Artikel 17 fordert ein Qualitätsmanagementsystem. Wenn Sie bereits nach ISO 901 zertifiziert sind, haben Sie eventuell einen kleinen Vorsprung. Aber das AI Act QMS hat zudem sehr spezifische Anforderungen. Es muss Strategien für die Einhaltung der Vorschriften enthalten, Techniken für Design und Qualitätskontrolle, Verfahren für die Datenmanagement, Risikomanagement, Post-Market Monitoring und vieles mehr. Es ist ein komplettes Managementsystem und eigentlich eher ein holistisches Governance-System für KI-Compliance. Die Konformitätsbewertung, der vorläufige Nachweis der Compliance. Bevor Sie ein Hochrisiko-KI-System auf den Markt bringen, müssen Sie eine Konformitätsbewertung durchführen. Je nach System kann das intern erfolgen oder es erfordert eine sogenannte benannte Stelle. Für die meisten Hochrisikosysteme, die im AI Act im Anhang ARTBAD III aufgeführt sind, können Sie die interne Kontrolle nach Anhang ARTBA IV wählen. Das bedeutet, Sie bewerten selbst, ob Sie alle Anforderungen erfüllen. Aber unterschätzen Sie das nicht, die Eigenverantwortung ist hoch und bei falschen Angaben oder anderen Problemen haften Sie unter Umständen voll. Bei der internen Konformitätsbewertung sind es grob gesagt 8 Punkte, die abzudecken sind. Name und Art des KI-Systems und zusätzliche eindeutige Angaben, die die Identifizierung und Rückverfolgbarkeit des KI-Systems ermöglichen. Name und Anschrift des Anbieters und gegebenenfalls seines Bevollmächtigten. Eine Erklärung darüber, dass der Anbieter die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der EU-Konformitätserklärung trägt. Eine Versicherung, dass das betreffende KI-System der vorliegenden Verordnung sowie gegebenenfalls weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften der Union entspricht. Wenn ein KI-System die Verarbeitung personenbezogener Daten erfordert, eine Erklärung darüber, dass das KI-System GDPR entspricht, Verweise auf die verwendeten einschlägigen harmonisierten EU-Normen oder sonstigen gemeinsamen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird.
und gegebenenfalls Name und Identifizierungsnummer der notifizierten Stelle, eine Beschreibung des durchgeführten Konformitätsbewertungsverfahrens und die Identifizierungsnummer der ausgestellten Bescheinigung, sowie Ort und Datum der Ausstellung der Erklärung, den Namen und die Funktion des Unterzeichners sowie Angabe, für wen oder in wessen Namen diese Person unterzeichnet hat, eine Unterschrift. Die Konformitätserklärung ist ein rechtlich bindendes Dokument. Sie erklären darin, dass Ihr System alle Anforderungen erfüllt. Bei Falschaussagen drohen nicht nur Bußgelder, sondern möglicherweise auch persönliche strafrechtliche Konsequenzen. Das war es dann schon fast. Nach erfolgreicher Konformitätsbewertung bringen Sie die CE-Kennzeichnung an. Ja, auch KI-Systeme bekommen ein CE-Zeichen wie Toaster oder Spielzeug, nur dass die Anforderungen ungleich höher sind. Erinnern Sie sich noch? Ich habe am Anfang vorläufiger Nachweis der Compliance gesagt. Vorläufig ist es diesem Fall so lange, bis eine zuständige Behörde die Compliance in Frage stellt. Denn zuständige Behörden haben das Recht, ihre Einschätzung zu kontrollieren und zu widerrufen. Das Post-Market Monitoring, Ihre Pflichten enden nicht mit dem Verkauf. Ihre Verantwortung endet auch nicht mit dem Inverkehrbringen. Artikel 72 fordert ein Post-Market-Monitoring-System, das bereits beim Inverkehrbringen geplant und dokumentiert ist. Sie müssen aktiv Daten über die Leistung Ihres Systems in der realen Welt sammeln und analysieren, um das System kontinuierlich zu verbessern. Entdecken Sie Probleme, müssen Sie handeln, von Software-Updates bis zum Rückruf. Dieses System ist auch wichtig, damit den möglichen Risiken, die von KI-Systemen ausgehen, die nach dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme dazulernen, effizienter und zeitnah begegnet werden kann. Bei schweren Vorfällen besteht zudem eine Meldepflicht innerhalb von 15 Tagen, bei Todesfällen sogar innerhalb von 10 Tagen. Der Plan für die Beobachtung nach dem Inverkehrbringen ist Teil der in Anhang IV genannten technischen Dokumentation und damit vorher fertigzustellen. Kommen wir mal zur Kostendimension und lassen Sie uns über Geld sprechen. Die Umsetzung all dieser zusätzlichen Anforderungen ist teuer. Branchenexperten schätzen, dass die AI Act Compliance die Entwicklungskosten um 20 bis 30% erhöhen kann. Die größten Kostentreiber sind Aufbau des Qualitätsmanagementsystems, Erstellung der technischen Dokumentation, Implementierung von Logging und Monitoring, Durchführung von Tests und Validierung sowie laufendes Post-Market-Monitoring. Aber sehen Sie es als Investition. Der Compliance-Vorteil ist ein Wettbewerbsvorteil. Zudem senken die im AI Act geforderten Maßnahmen Kostenrisiken bei Regress, Reputationverlust und Bußgeldern. In manchen Bereichen werden nicht konforme Systeme schon jetzt gar nicht mehr zugelassen. Aus unserer Erfahrung einige praktische Umsetzungstipps. Starten Sie früh. AI Act Compliance ist nichts, was Sie nachträglich einfach draufkleben können. Es muss von Anfang an beim Design mitgedacht werden. Nutzen Sie harmonisierte Standards. Die europäischen Normungsorganisationen arbeiten an harmonisierten Standards, also den HEN. Wenn Sie diese einhalten, wird Compliance-Nachweis einfacher. Dokumentieren Sie alles. Jede Designentscheidung, jede Risikoabwägung, jede Testung. Im Zweifel ist zu viel Dokumentation besser als zu wenig. Sorgen Sie für die Möglichkeit der Einhaltung der Aufbewahrungsfristen. Bauen Sie eigene Expertise auf. Bauen Sie ein Netzwerk mit Expertise auf, intern und extern. Sie brauchen Menschen, die sowohl KI als auch EU-Regulierung verstehen. Diese Kombination ist selten. Investieren Sie in Training bei sich selbst und Ihren Teams. So verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, mit unentdeckten KO-Faktoren in Sackgassen zu laufen. Holen Sie sich hin und wieder externe Expertise, die frei von Interessekonflikten beraten kann. Zusammenfassung: Die regulatorischen Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme sind umfangreich und komplex. Sie betreffen technische, organisatorische und dokumentarische Aspekte. Die Umsetzung ist aufwendig und kostspielig, aber sie sind erfüllbar. Mit systematischem Vorgehen, angemessenen Ressourcen und dem richtigen Mindset können Sie Hochrisiko-KI-Systeme entwickeln und im Rahmen der Compliance-Vorgaben betreiben. Und Sie schaffen damit Systeme, die nicht nur legal, sondern auch vertrauenswürdig und sicher sind.
Im nächsten Modul werden wir uns mit Transparenzpflichten und Kennzeichnungsanforderungen beschäftigen. Diese gelten nicht nur für Hochrisikosysteme, sondern für eine breite Palette von KI-Anwendungen mit geringerem Risiko. Sie werden lernen, wie Sie Nutzer angemessen informieren und KI-generierte Inhalte kennzeichnen. Es wird praktisch und konkret.